Hi, ich mache dieses besondere Video heute, weil ich ein ganz besonderes Paket zugeschickt bekommen habe, sogar 3 besondere Pakete, wie man gesehen hat. Dabei handelt es sich um meinen allerersten Computer, den ich 1992 bekommen habe, von meinem Vater damals. Natürlich nicht das exakte Exemplar, logisch, sondern einfach ein Exemplar dieser Modellreihe. Die sind allerdings besonders schwierig zu bekommen heutzutage und nicht günstig, leider. Dabei handelt es sich um ein IBM PS1 und wie man sieht, das ist ein 386er SX mit 2 MB RAM, übrigens 20 MHz und 40 MB Festplatte. Ja, das war es 1992. Da war ich gerade 10 Jahre alt, also ziemlich heftig. Und es ist sehr, sehr schön, dass ich den so bekommen habe. Ich habe schon 2 Exemplare davon gehabt. Die Sache ist aber, dass beide nach einer Zeit leider kaputt gegangen sind. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall waren das halt Exemplare, die ich einfach nur so lose bekommen habe. Jetzt habe ich das allererste Mal einen IBM PS1 im Originalkarton, den ich vorher übrigens noch nie gesehen habe, auch damals nicht. Natürlich mit allem Zubehör und allen Handbüchern und allem, was dazugehörte. Das heißt, das ist für mich jetzt eine ganz besondere nostalgische Premiere sozusagen. Ich habe schon Preise gesehen für den IBM PS1 auf dem internationalen eBay für 900 Euro aufwärts. Ich habe das ganze Paket, also die ganzen 3 Pakete jetzt zusammen ersteigert für 220 Euro plus 40 Euro Versand, weil es halt 3 große Pakete sind. Hier war kurz die Audioaufnahme kaputt. Hier sieht man das Benutzerhandbuch und jetzt gleich sehen wir so ein kleines Zettelchen, was dabei war bei dem Kauf eines Erweiterungsmoduls um 2 MB RAM mehr, sodass ich jetzt insgesamt im IBM PS1 4 MB Arbeitsspeicher habe. Yeah. Was auch immer das alles ist. Ich schaue mir diese ganzen kleinen Broschüren später an, das ist jetzt auch gar nicht so interessant fürs Video. Dabei waren noch 2 Diskettenboxen. Was darauf ist, schaue ich mir dann auch später mal an. 3 sogar, hier ist noch so ein Päckchen. Und ich weiß nicht, viele Leute kennen das nur als das Speichersymbol von Word, aber tja, das sind Disketten. Ja. Denn das hat ja natürlich noch kein CD-Laufwerk, logisch, sondern nur in Anführungszeichen ein Diskettenlaufwerk. Wie das halt aussieht, zeige ich euch dann gleich. Hier ist auch sogar noch ein Riesenhaufen Computerpapier dabei, denn in dem zweiten Karton hier ist noch ein guter alter Nadeldrucker, den ich dazu bekommen habe, der mit im Paket war. Das Ding heißt Panasonic Quiet. Ich bin gespannt, wie quiet der ist für einen Nadeldrucker. Kann nicht sonderlich quiet sein, aber naja. Das ist offensichtlich der KXP 2123 Impact Dot Matrix Printer. Oh ja. Da haben wir die originale PS1 Maus. Ja, die Buttons sind besonders toll. Ja. Das war die PS1 Maus. So, ich stelle es sowieso da wieder raus, aber schön zu sehen, wie der drin verpackt war. Die originale IBM PS1 Tastatur, die ich nirgends gefunden habe. Die wollte ich unbedingt bei meinem vorherigen, bei den vorherigen Modellen, die ich hatte davon, die vorherigen Exemplare, die ich vom IBM PS1 gefunden habe, dazu haben, aber, und man hört, es sind diese schönen Clicky-Tastaturen. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen zu sehen. Ja, die originale. Oh Mann, die riecht sogar nichts. Das ist kein Witz, aber die riecht wirklich genauso wie damals der PS1 geroch. Das ist mir jetzt so Wahnsinn, ey. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Wahnsinn. Dass ich den Geruch nochmal riechen würde davon. Also das Ding kann nicht so krass viel in Verwendung gewesen sein vom vorherigen Benutzer, denn es ist, der Zustand ist der Wahnsinn und dass das Teil wirklich noch so riecht, wie damals der PC gerochen hat, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich bin gerade so ein bisschen hin und weg davon. Den Geruch nochmal zu riechen, Mann. Wahnsinn. Klingt doof, ich weiß, aber es ist einfach so. Okay.
Oh Mann, ja. Genau so sieht's aus. Handbuch für Microsoft Windows, was damals grafische Betriebssystemerweiterung war. Also eine Erweiterung von DOS, kein eigenes Betriebssystem. Dabei handelt es sich natürlich um Windows 3, 3.1 oder 3.11. Tja, kann ich ja später nochmal zeigen. Hier ist noch was drin von einer Einführung in den PS1. Krass. Mit der Referenzkarte. Mann, habe ich das Ding lange nicht mehr gesehen. Ich meine, ich kenne es noch, aber da. Das ist das Startmenü, was kommt, wenn man den PC hochfährt. Also noch mehr Handbücher. Und das hier ist der PC selbst. Das ist alles, was der PC damals war. Man sieht das Kettenlaufwerk und das war's. Ja. Das perfekt hin. Man sieht, ich habe hier Man sieht, ich habe hier schon eine IBM PS1 Maus, die ich mal separat gekauft habe bei eBay für, ich glaube, 40 Euro oder so eine Art. Ist nicht günstig, aber naja. Ja, dann holen wir doch mal den Rest, den Monitor und so. IBM PS1 Monitor, über den man übrigens, ich glaube ein 14 Zoller ist es, über den man übrigens den PC anschaltet. Der Knopf am Monitor, das ist der Power-On-Switch für den PC. Auf jeden Fall, ich finde es gerade sehr, sehr genial, wie toll der Zustand ist, denn normalerweise musst du auf diese Tasten dieser Maus hauen wie sonst was, aber das hier klingt so schon ziemlich perfekt wie damals. Also schließt man die mal an. Wie man sehen kann hier, ich hoffe man kann es sehen, hier hat man die Stromverbindung des Monitors quasi zum Stromnetz, ist klar. Dann haben wir hier zwei Kabel, die direkt den Monitor mit dem Computer verbinden. Das eine wird wohl Strom sein, damit der Strom, der quasi in den Monitor reinkommt, auch irgendwie an den PC übertragen wird. Und natürlich dann Grafikkarte. Das heißt, jetzt schließt man dann mal die Maus an. Genau so. Und noch viel, viel wichtiger, die unfassbar, dass die noch so riecht wie damals, das ist Wahnsinn, ey, krass. Ich habe nicht gedacht, dass ich den Geruch nochmal wieder riechen würde. Und wie gesagt, der Zustand ist, ich finde es gerade saumäßig überraschend, wie gut der Zustand ist. Okay. Okay Leute, Moment of Truth. Jetzt hält gerade die... Oh, es sind 4 MB RAM. Was ist denn mit dem... Wieso flackert denn der Monitor so? Das ist aber nicht in Ordnung so. Ich habe noch einen anderen Monitor davon, der exakt der gleiche ist. Aber ich bin gerade trotzdem ein bisschen Fotos gesehen, wie der super funktionierte. Bei eBay Kleinanzeigen, also das wundert mich jetzt wirklich. Ah, geht doch, da haben wir ihn. So, ich habe jetzt inzwischen den Monitor ausgetauscht, denn ich hatte noch ein zweites Exemplar des gleichen Monitors auf dem Dachboden und ich habe auch das Diskettenlaufwerk ausgetauscht, was da drin ist, denn davon hatte ich auch noch 2 weitere Exemplare, die man übrigens, die man hier sieht. Also ich habe den Computer ja schon zweimal gehabt, den IBM PS1, jeweils von eBay, und da war es aber so, dass
die beide nach einer Zeit nicht mehr funktionierten. Aber wie gesagt, ich konnte die zumindest ausschlachten sozusagen. Eines der 3 Diskettenlaufwerke funktionierte, also Gott sei Dank perfekt, und das habe ich jetzt eingebaut. War super, super einfach, Gott sei Dank. Und hier sieht man nochmal das Hauptmenü des Computers, und da gibt es größtenteils halt Lernprogramme für den Computer. Dafür war das System damals auch bekannt. Es gibt mehrere so Fernsehwerbespots, die gezeigt haben, dass man innerhalb von nur 5 Minuten lernen kann, wie man mit dem Computer umgeht. Und ja, das ist ganz cool, dass man halt irgendwie eine kleine Einführung bekommt, was man ja, machen kann damit. Machen wir es mal so. Hier wird quasi immer gezeigt, was man da machen kann mit den einzelnen Hardware-Sachen. Denn damals musste halt auch erklärt werden, was diese F-Tasten sind, was der Nummernblock ist und so weiter. Die Pfeiltasten, wie man sieht. Hier sieht man, dass man die Pfeiltasten benutzen kann und so weiter. Ist ganz witzig gewesen. Auch die Maus wurde gescheit erklärt. Da wurde auch sogar erklärt, wie man einen Doppelklick macht und sowas und wozu das überhaupt gut ist. Ja. Und hier kann man Kästchen zeichnen, um das quasi zu üben, mit der Maus umzugehen. Ja, ist ein bisschen schwierig mit dieser alten Trackball-Maus. Trackball-Maus, aber ihr wisst, was ich meine. Naja. So viel dazu. Ganz interessante Sache. Es gibt halt auch irgendwie zusätzliche Dinge. Man sieht, dass es einen PS1-Drucker gab. Dann eine Speichererweiterungskarte, die drin ist, daher, ich habe es ja vorhin schon gezeigt, diesen 2 MB RAM Zusatzchip. Dann ein Akustikadapter, sprich eine Soundkarte und ein Joystick. Weitere Diskettenlaufwerke, Festplatte und ein 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk für diese Floppy Disks, also die richtigen Floppies und nicht nur diese 3,5 Zoll Disketten, die kleiner und härter waren sozusagen und dicker, sondern diese richtigen Floppy im Sinne des Wortes Floppy Disketten, die größeren, 5,25 Zoller. Und dann gibt es noch so Adapterkartensachen. Naja, so viel dazu. Ja, und da jetzt mein Diskettenlaufwerk funktioniert, das erste, was ich jetzt damit machen werde, ist natürlich, ich werde mehrere der guten alten Klassiker spielen, die darauf noch funktionieren. Ich werde wahrscheinlich mit Monkey Island anfangen. Typisch. Natürlich auch noch Manic Mansion und Zack McCracken. Und ja, höchstwahrscheinlich werde ich auch noch die alten Sorgteile drauf installieren. Ist einfach richtiger, authentischer Stil, die Dinge auf einem alten 14 Zoller RAM-Monitor zu spielen. Und mal schauen. Höchstwahrscheinlich natürlich auch Lemmings. Und all die alten Klassiker, die ich damals teilweise zusammen mit meinem Papa noch gespielt habe. Sehr, sehr schön. Mal gucken. Ja, so viel. Dann zu dem guten alten, wunderschönen IBM PS1. Yes! Endlich habe ich ihn wieder mit der echten Tastatur, die wirklich einfach in absolut grandiosem Zustand ist. Sehr, sehr zufrieden damit. Okay. So viel zu meinem Unboxing-Video des IBM PS1.